Überall entstehen neue Waffenschmieden. Die riesigen Werk- und Montagehallen werden nach den modernsten Baumethoden errichtet. Werkzeug und Arbeitsmaschinen. Ehe noch der Bau in allen seinen Teilen vollendet ist, werden sie aufgestellt und betriebsfertig montiert. So werden laufend neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Zustrom deutscher Frauen zu den Rüstungswerken wird von Tag zu Tag stärker. Wie Reichsminister Dr. Goebbels sagte, ist das Hauptproblem, um das es jetzt geht, die Freimachung von Arbeitern und Arbeiterinnen für die Rüstungswirtschaft. Diesem Ziel müssen alle anderen Bedürfnisse untergeordnet werden. In einem Konstruktionsbüro. Für die Herstellung von feinem Nachrichtengerät sind Frauenhände besonders geeignet. Millionen deutscher Frauen haben heute nicht nur ihren Haushalt zu versorgen, sondern fertigen auch tagsüber in den Rüstungswerken Waffen und Gerät für unsere kämpfenden Soldaten. Sie wissen, dass es auf jeden ankommt. Alle müssen zupacken. An der Kanal- und Atlantikküste. Männer des Reichsarbeitsdienstes und der Organisation Todt arbeiten ständig am Ausbau des Atlantikwalls, der sich vom Norden Norwegens bis zur Biskaya hinzieht. Überall entstehen längs der Küste Befestigungsanlagen aller Art, vom einfachen Schützengraben bis zum überschweren Bunker aus Beton und Stahl. Panzergräben, Hemmkurven, Straßensperren, Geschütze aller Kaliber richten ihre Rohre auf See. Sicherungsstreitkräfte der deutschen Kriegsmarine überwachen in ständigem Einsatz das Küstenvorfeld bis weit auf See hinaus. Englische Treibminen in Sicht. Sie werden unter Feuer genommen und vernichtet. Sturm kommt auf! Der Dienst auf diesen kleinen, aber kampfkräftigen Einheiten stellt größte Anforderungen an jedes einzelne Besatzungsmitglied. Das Deck ist nur mit Hilfe von Strecktauen passierbar.
Englische Bomber nähern sich der Küste. Fliegeralarm! Deutsche Jäger greifen in den Kampf ein. Kondensstreifen, die sich in großer Höhe durch Auspuffgase bilden, zeigen deutlich den Verlauf der Luftschlacht. Ein begleitender englischer Jäger wird gejagt und vernichtet. Der Schwerpunkt des Luftwaffeneinsatzes liegt zurzeit im Osten, wo unsere Flieger die Erdtruppen bei ihren schweren Abwehrkämpfen gegen zahlenmäßig weit überlegene Feindkräfte unterstützen. Bei den Feldwerftabteilungen werden die fast Tag und Nacht eingesetzten Jagd- und Kampfflugzeuge überholt und repariert. Ein fahrbarer Montagekran. Ein Motor wird ausgewechselt. Der Kran hebt den fast 25 Zentner schweren Block mit Leichtigkeit aus der Maschine. Hier wird ein Fahrwerk ausgewechselt. Los, zieh den Bauernschutz! Langsam! Ja, bitte Fahrt runter! Ein neuer Motor wird eingebaut. Die Soldaten der Feldwerftabteilungen sind die selten genannten treuen Helfer unserer Luftwaffe. Ein Nahaufklärer kehrt vom Einsatz zurück. Er bringt letzte Erkundungen aus einem ausgedehnten Bandengebiet, das seit Wochen von Jagdkommandos der Sicherheitspolizei und des SD durchstreift wird. Auswertung der aufgenommenen Filme. Es ist soweit. Die Polizei kann zugreifen. Der Aktionsplan wird in Einzelnen festgelegt. Die Polizeibataillone rücken in ihre Ausgangsstellungen. Die Bandenlager sollen konzentrisch angegriffen werden. Die in Eis und Schnee erstarrten, endlosen Sumpfwälder können nur mit Schlitten und Raupenfahrzeugen durchquert werden. Ein Bandennest ist umstellt und wird angegriffen. Von diesen harmlos aussehenden Gehöften aus führten bolschewistische Terrortrupps allnächtlich Anschläge auf die Bahnlinien zur Front und unterbrachen durch Brückensprengungen die Rollbahn. Unsere Polizeiverbände dringen in das Dorf ein. Die bolschewistischen Banden sind bis ins Letzte durchorganisiert und mit den modernsten Waffen ausgerüstet. Der Kampf mit diesem hinterhältigen und verschlagenen Gegner ist hart. Bauern, die von den Partisanen zum Bandenkrieg gepresst wurden, geben den SD-Männern wichtige Aufschlüsse über ausgedehnte Waffen und Vorratslager. Das Lager wird ausgeräuchert. Hier fanden sich große Vorräte an Waffen, Munition und Lebensmitteln. Wieder ist eine bolschewistische Bande zerschlagen. Ein Fieseler Storch bringt erbeutete Dokumente über Nachbarbanden und geplante Terroranschläge zur höheren Befehlsstelle. Es sind wertvolle Unterlagen für weitere Einsätze.
Im Raume südlich des Ladoga-Sees. Schneeräumkommandos halten die Nachschubstraßen frei. Hier herrscht ein reger Verkehr zur Front. Auch Schneefräsen sind eingesetzt. Nach vorübergehendem Tauwetter gibt es immer wieder Kälte und Schnee. Ein Fernsprechtrupp der Artillerie legt eine Verbindung zu einer vorgeschobenen Beobachtungsstelle. Störungsfeuer der Sowjets. Die gelegte Leitung ist getroffen und muss schon wieder geflickt werden. Die Verbindung mit der Batterie ist hergestellt. Bewegung auf der Feindseite. Das Gelände wird mit Brennzündern abgestreut. Dort Bolschewisten. Sowjetische Schlachtflieger. Der Linke ist in Brand geschossen. Auch der zweite ist getroffen und trudelt ab. Das erfolgreiche Geschütz erhält ein Abschusszeichen. Nebel ist aufgekommen. Erhöhte Bereitschaft ist befohlen. Das Feuer der sowjetischen Batterien wird stärker. Alle Anzeichen lassen einen Angriff der Sowjets erwarten. Feindliche Panzer, die Sowjets kommen. An die Geschütze. Sperrfeuer vor die Gräben der Bolschewisten. Unsere Stuka greifen ein
und bekämpfen sowjetische Panzerbereitstellungen. Eine Grenadierkompanie tritt zum Gegenstoß an. Erste Hilfe in vorderster Linie. Diese Männer stehen seit Monaten in schwerstem Abwehrkampf. An ihrem heldenmütigen Einsatz zerbrach immer wieder der Ansturm des Feindes, der ganze Divisionen gegen einzelne Regimentsabschnitte einsetzte. Die blutigen Verluste der Sowjets im Raume zwischen Ladoga und Ilmensee sind ungeheuer. Ein Bolschewik wird aus seinem Erdloch herausgeholt. Und hier ein Blick ins Niemandsland. Soweit das Auge reicht, zerschossene Sowjetpanzer. Allein in den ersten 10 Tagen des März wurden an der Ostfront 773 Sowjetpanzer erbeutet oder vernichtet. Dieses Packgeschütz hat an einem einzigen Tage 13 Panzer abgeschossen. Das Rohr wird mit den Abschussringen geschmückt. SS-Sturmmann Moimann, der Richtkanonier dieses erfolgreichen Geschützes. Generalleutnant Sinnhuber überreicht dem tapferen Soldaten das Ritterkreuz. SS-Sturmmann Moimann ist 19 Jahre alt und gehört der Freiwilligen Legion Niederlande an. Er ist der erste Niederländer mit dem Ritterkreuz. Die Winterschlacht zwischen Dnepr und Donez. Vorstoß nach Osten. Panzer- und Grenadierverbände des Heeres und der Waffen-SS bleiben ständig im Angriff. Die feindlichen Divisionen sind in einzelne Gruppen aufgespalten und werden nun erbarmungslos zerschlagen. Wieder ist eine Panzereinheit der Sowjets gestellt. Ritterkreuzträger SS-Sturmbannführer Wünsche. Nach kurzem, harten Zupacken sind auch diese Bolschewisten vernichtet. Die Hitze der Flammen treibt die Mühlenflügel bis zum Ende. Sturm auf eine Ortschaft. Die Sowjets erlagen auch hier trotz ihrer schweren Panzer dem ungebrochenen Angriffsschwung unserer Panzerschützen und Grenadiere. Sepp Dietrich, der Kommandeur der Leibstandarte SS Adolf Hitler, überreicht den Männern, die sich besonders tapfer schlugen, das Eiserne Kreuz. Stuka und Kampfflugzeuge werden mit Bomben beladen. Die Verbände unserer Luftwaffe greifen zusammen mit ungarischen und slowakischen Fliegerkräften immer wieder in die Erdkämpfe ein.
Sturzangriff. Sprengμπomben aller Kaliber treffen Truppenansammlungen und Vorratslager der Sowjets mit vernichtender Wirkung.